Hallo, wir sind Melanie und Sabrina. Herzlich willkommen zurück zu unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Heute wird wieder gebacken, beziehungsweise nicht gebacken. Wir machen nämlich was Leckeres, Süßes, nämlich Einen No-Bake Lemon Cheesecake. Oh ja. Klassisch besteht der Cheesecake aus einem Keksboden mit flüssiger Butter, einer leckeren, cremigen Cheesecake-Füllung und obendrauf machen wir einen selbstgemachten Lemon Curd. Also, wenn das nicht herrlich klingt, und ich würde sagen, wir starten. Wir starten. Ja, wir starten. Und für den Cheesecake starten wir als erstes mit dem Boden und dafür zerkleinern wir mal Butterkekse in einem Mixer ganz fein. Insgesamt braucht ihr 200 Gramm Butterkekse und wenn ihr die zerkleinert habt, gebt ihr sie in eine Schüssel. Und zu den Keksen geben wir jetzt eine flüssige Butter. Die haben wir einfach in einer kleinen Pfanne erwärmt und rühren dann alles gleich. Und diese Keksmasse, die füllen wir jetzt in eine Springform und drücken die flach. Wir verwenden dafür ein Marmeladglasl. Ihr könnt aber irgendein Glasl verwenden, das ihr wollt. Die Butterkekse gebt ihr in eine Tortenspringform mit einem Durchmesser von ca. 23 cm und beim Andrücken achtet ihr darauf, dass sie gleichmäßig verteilt sind. Und das geben wir jetzt in den Tiefkühler, währenddessen wir die Cheesecake-Füllung vorbereiten. Für die Cheesecake-Füllung weicht ihr 3 Stück Blattgelatine in kaltem Wasser auf, stellt ihr beiseite und mixt um 250 ml Schlogopas steif auf. Der ist jetzt noch nicht ganz steif geschlagen, davon geben wir jetzt einmal die Hälfte weg, weil das kommt nämlich in die Cheesecake-Füllung rein. Den restlichen Schlogobas, den schlagen wir steif auf und den verwenden wir dann zum Schluss als Dekoration. Den komplett steif geschlagenen Schlagobas gebt ihr in ein Glas und stellt ihn bis zur weiteren Verarbeitung in den Kühlschrank. Für die Cheesecake-Füllung gebt ihr nun 400 Gramm Frischkäse in eine Rührschüssel, mixt es für ca. 1 Minute cremig auf, gebt dann 400 Gramm Kondensmilch hinzu, 40 Ml Zitronensaft und den bisher steif aufgeschlagenen Schlogobas. Die Cheesecake-Füllung ist soweit fertig gerührt. Jetzt nehmt euch wieder eine kleine Pfanne her und drückt die eingeweichten Gelatineblätter gescheit aus und lasst die dann bei geringer Temperatur schmelzen. Zur geschmolzenen Gelatine gebt ihr 1 Esslöffel der Cheesecake-Füllung, rührt es glatt und gebt es dann zur Cheesecake-Füllung hinzu und mixt es unter. Das nehmen wir jetzt aus dem Tiefkühler raus und gießen jetzt die Cheesecake-Füllung auf den Keksboden drauf. Wenn die Cheesecake-Füllung dann gleichmäßig verteilt und glatt ist, gebt den Cheesecake in den Kühlschrank. 24 Stunden später, der Cheesecake ist noch im Kühlschrank und jetzt machen wir den Lemon Curd. Und dafür geben wir Kristallzucker in einen Mixer. Und dazu reiben wir jetzt die Schale von 2 wunderschönen Zitronen. Und der Grund, warum wir den Zucker gemeinsam mit den Zitronenzesten mixen, ist, dadurch werden die ganzen ätherischen Öle in der Schale aufgebrochen und das Zitronenaroma wird noch intensiver. Den Zucker mit der Zitrone geben wir jetzt in einen kleinen Topf und dazu geben wir jetzt mal 6 Eidotter und dafür trennen wir jetzt die Eier. Und das Eigler, das schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern das heben wir auf und damit könnt ihr wunderbar Pavlova machen oder Macarons oder Eischneekuchen. Das gibt es einfach in ein Glas im Kühlschrank und das hält da 1 bis 2 Wochen. Genauso ist es, wenn ihr dann alle 6 Eier getrennt habt, rührt ihr die Eidotter gemeinsam mit dem Kristallzucker für 2 Minuten mit einem Schneebesen cremig auf, presst dann den Saft von 2 großen Zitronen aus und gebt diesen hinzu. Und das stellen wir jetzt auf den Herd und lassen es unter ständigem Rühren bei geringer Hitze andicken. Achtet wirklich darauf, dass die Herdplatte nicht zu heiß wird, denn dann habt ihr eine Ohrspeise. Wenn ihr dann merkt, dass das Ganze dann andickt, schaltet ihr die Herdplatte aus und rührt dann 110 Gramm in Würfel geschnittene kalte Butter nach und nach unter.
Der Lemon Curd ist jetzt an und für sich fertig, den könnt ihr jetzt abkühlen lassen und verwenden. Wir geben den jetzt aber noch durch ein feines Sieb, damit die kleinsten Zitronenzesten draußen sind und er ganz fein und cremig ist. Da der Lemon Curd noch ein bisschen zu warm und noch nicht fest genug ist, stellen wir ihn für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank. Und jetzt nehmt den Cheesecake aus dem Kühlschrank raus, löst die Tortenform mit Hilfe eines Messers, streicht den Rand mit einer Palette glatt und wenn der Lemon Curd die perfekte Konsistenz hat, gebt ihr ihn auf den Cheesecake drauf. Natürlich brauchen wir für diesen Cheesecake nicht den gesamten Lemon Curd. Das, was übrig bleibt, füllt ihr in ein sauberes Rexglasl, verschließt ihn gut und stellt ihn in den Kühlschrank. Dort hält er locker 1 bis 2 Wochen. Den Lemon Curd verteilt ihr gleichmäßig auf den Cheesecake. Zum Schluss gebt ihr noch den steif geschlagenen Schlogopass in einen Spritzbeutel mit einem Sterntüllaufsatz und verziert den Cheesecake mit wunderschönen Schlogopassrosen. Und fertig ist unser No-Bake Lemon Cheesecake. Dann probieren wir das gleich. Oh, ja. Okay. Diese Cheesecake-Masse ist sowas von gut. Durch diese Kondensmilch, durch das Schlagobers, einfach so schön cremig. So richtig luftig, locker, cremig. Und unten dann dieser Keksboden. Und der zitronige, erfrischende, fruchtige Ja. Lemon Curd da oben. Ja. Ja, herrlich. Unser Gefüller, was wir gemacht haben, beim Aufspritzen, spritzt zuerst die Schlagobers-Rosen drauf, dann rinnt der Lemon Curd mit so davon. Dann habt ihr ihn oben nur und dann Aber nicht, dass auf der Seite geschmacklich- runterläuft. Geschmacklich Bombe. Wenn ihr bei solchen heißen Temperaturen draußen Lust auf etwas Süßes habt und gar keine Lust habt, den Backofen einzuschalten, dann probiert diesen Non-Bake Cheesecake aus. No-Bake Cheesecake. Wir sagen danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Backen, beziehungsweise nicht backen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss, Baba. Baba. Wenn ihr bei solchen heißen Temperaturen ein Gusto auf was Süßes hast, wenn ihr bei solchen heißen Temperaturen Soll ich sagen, Schatz? Nein, ja, Ja, sagst du okay. bitte. Okay, und los. Ja, los, ja. Und